Dann gehen wir mal rein. Oh, na klasse. Oof, a contortionist you were not. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A kneecap reduced to splinters. And threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far, I can still track it. Ja. Ja, willkommen zurück bei Sherlock Holmes. Oder wie ich es nenne, ein Open-World-Detektiv-Game. Wir müssen immer noch den Elefanten finden und Hof des Anwesens der geltenden Schlüsselhinweise erhalten. Ja, das kann sein, aber der ist ja in die Richtung griechische Brücke davon geeilt. Zumindest war das doch der Hinweis, den wir das letzte Mal gekriegt haben. Gehen wir kurz in unsere Fallmappe, damit wir uns das nochmal angucken. Genau, Aufbau war nicht sehr sanft, das wissen wir. Tierische Verdächtiger ist ausgebrochen, kann aber nicht weit gekommen sein, ohne Aufmerksamkeit erregt zu haben. So, und ich denke, ich weiß nicht, vielleicht war das auch nach der Aufnahme noch. Ich dächte, jemand hat gesagt Richtung griechische Brücke. Also heften wir den Hinweis an und fragen doch mal die Passanten, die das ja gesehen haben müssten. Can you satisfy my curiosity? That's a question I can answer. Genau, Richtung griechische Brücke, in Richtung des Waldes, in den Theodor Galden ihn stets mitgenommen hatte. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen auch mal Richtung Wald und suchen uns den Elefantanten. So, das müsste davon jetzt die griechische Brücke sein, oder? Oh ne, da sind wir schon drüber. Das hier ist die griechische Brücke. Dann gucken wir mal hier. Hier sind die Elefantenfußspuren. The elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? Ja, das könnte durchaus sein. Wir folgen einfach mal konzentriert seinen Spuren. Genau, da ist er entlang gerauscht. Das klärt aber immer noch nicht die Frage, wer war noch anwesend. Galden. Das ist dieser Baum, den hat unser Opfer gepflanzt. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. Ja, ich bin halt konzentriert. So, gucken wir mal. Rennen trotzdem ein Stückchen.
Okay, was ist das für ein Feuer? Da muss ja dann jemand sein. Wo ist der Elefant hin? Runter Richtung Wasser, okay. Strange. It was hung with care. Morgenmantel. Werter Theodor, ich schreibe Ihnen als ein Mann der Insel, wie auch Sie ein Mann der Insel sind. Ich schätze unsere Freundschaft, doch auch die Zufriedenheit unserer Mitbürger liegt mir sehr am Herzen. Ich fürchte, ich kann nicht länger zulassen, dass mir aufgrund unserer Freundschaft die Hände gebunden sind. Ihre Nachbarn vertreten die Auffassung, dass ich nicht in der Lage bin, durchzugreifen. Sie halten Ihren Baum für eine Provokation und nicht, wie von Ihnen beabsichtigt, für ein Friedensangebot. Die Menschen haben Angst, weil sie sich weigern, ihren Elefanten einem fähigen Tierpfleger anzuvertrauen und stattdessen versuchen, ihn mit ihren rudimentären Kenntnissen zu dressieren. Die Situation ist so nicht länger tragbar. Ich muss zugeben, dass ich bereits daran gedacht habe, den Elefanten konfiszieren zu lassen und Mr. Tailharts Obhut zu übergeben. Schließlich hat er gezeigt, dass er sich um seine Elefanten Bean zu kümmern weiß, wenngleich ich einräumen muss, dass es sich um ein Weibchen handelt, das weniger angsteinflößend ist als ihr Ungetüm. Bitte überdenken Sie Ihr Handeln und in der gegenwärtigen Situation, Sir William Sinclair, Governor von Cordona. Ja, der scheint ein bisschen Probleme gehabt zu haben, unser Opfer. Und ist aber ein Schlüssel fürs Haus, The oder? game has escaped us, for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Also verfolgen wir jetzt den Elefanten nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück ins Haus, weil das könnte der Hausschlüssel gewesen sein. Und damit kämen wir zumindest rein. Ins Häuschen. Vielleicht finden wir da einen Hinweis drauf, was jetzt letztendlich den Elefanten so panisch hat werden lassen. Wobei es könnte natürlich auch einfach nur wilde Natur sein. Und ich habe mich, glaube ich, total verfranst, oder? Oder... Ja, ich habe mich total verfranst. Aber was wir auch unbedingt noch brauchen, sind die Hinweise drauf, wer da noch im Garten rumgehaust hat. So, da ist die Brücke, oder? Ja. Was mich an dem Game stört, ist, ich kann nicht springen. Ne? Ich will immer, ich kann aber nicht. Aber rennen kann ich unendlich. Also Ausdauer kann man bis zum Abwinken. So, hier ist auch die Menschenmeute mittlerweile weg. Okay, und jetzt können wir eigentlich... Können wir durch den Hintereingang? Mhm. Ein Polizist. Wir haken das Ding mal raus. Hinweis entfernen und sprechen wir mit dem Polizisten. Why do I get the worst jobs? Der spricht nicht wirklich mit uns. Alles klar. Na, gucken wir mal. Wir sind der Polizei ja 1-2 Schritte voraus. Während die noch den Leichnam untersuchen, sind wir schon fertig. Und haben auch den Schlüssel. So, Anwesen der Geldens. So, dann gucken wir. Okay, jede Menge Bilder. This young lady has a childish interest for her age. Also seit ich weiß, dass wir uns Watson nur einbilden, habe ich irgendwie nicht so wirklich, es scheint Elfenbein zu sein,
habe ich nicht so wirklich das Bedürfnis, mit ihm zu reden. Wenn er eh nicht real ist, kann ich auch auf ihn pfeifen. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss... Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. Ja, bleib mal It was a menschlich. terrifying experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Wir haben noch keine Beweise. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. Wir haben aber noch I keine have to leave Beweise, you now. also werden wir jetzt auch mal nichts beweisen. Der spielt mit dem Vogel. She packed as much as she could carry. False idols? Oh, sounds utterly dreary. The same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. Hey, Sherry, we need to talk. Was? You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. Also jetzt müssen wir diese Bücher auch noch finden. She packed as much as she could carry. Okay, da haben wir... Aber warum hat sie so viel zusammengepackt? A commendable effort to barricade the windows. I have to leave you for now. Nee. Ich habe gedacht, wir können sie jetzt mal drauf ansprechen, warum sie so viel zusammengepackt hat. Aber nein, können wir nicht.
the nicest spot in the room. Mr. Gilden spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. Ja gut, er hat den Elefanten geliebt. A relatively functional choice to replace the finger. Ah, er hat eine Fingerprothese. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? I think Miss Gilden has barely matured. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. Er hat den Elefanten geliebt. Also mir fällt jetzt gerade schon ein bisschen schwer zu glauben, dass er dem Elefanten irgendwie wehgetan hat mit der Dressierstange. Mother. It's nice to see her young and smiling. Mhm. From before Mycroft was born, our family loves to prod at the past. Holmes's desire to rake up the past is hereditary. Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. A catchy title. A partnership annulled with a single stroke of a pen. What's so special about this place? Another elephant? I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. So, wie war das genau? Moment, bestimmen uns aber ordentlich. Hallo, Sherlock? So. Elfenbeinbäder. Der 55-jährige wohlhabende Inselbewohner Theodore Gilden erwarb einen indischen Elefanten von einem Wanderzirkus. Mr. Gilden dazu: "Das ist eine wunderbare Gelegenheit. Niemand auf dieser Insel könnte dem Elefanten ein besseres Zuhause geben als ich. Diesem edlen Geschöpf wird es bei mir an nichts fehlen. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Tier gezwungen war, mit Clowns in einem Zelt die gaffende Menge zu unterhalten. Von jetzt an ist der Elefant mein Gefährte, mein zweites Kind, und ich werde ihn beschützen. Aber es gibt keinen Grund, eifersüchtig auf ihn zu sein. Ihr wart, seid und bleibt meine geschätzten Mitbürger. Die Zeit wird zeigen, ob die ganze Sache eine Schnapsidee war oder nicht. Die Aristokraten aus der Nachbarschaft äußerten sich jedenfalls schockiert über die Neuigkeit, wie auch über das furchteinflößende Getröte dieses Ungetüms. Letzten Endes werden sie allerdings das exzentrische Wesen ihres einflussreichen Nachbarn, wohl oder übel, erdulden müssen. Nun haben also auch die Reichsten der Reichen auf unserer Insel ein schweres Los, so wie alle anderen." His second child, an apparent son and heir, I'd say. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ganesha. Na, du hast gerade was geblieben, oder? Gut. Da geht's nicht rein. Jetzt fragen wir nochmal die gute Dame hier. Nee, geht nicht. I have to leave you for now. Okay, er stand dem Elefanten recht nahe. Das bringt uns jetzt gerade mal nicht weiter. So. Also gucken wir weiter.
Gehen wir mal Gedankenspiele. Können wir irgendwas kombinieren? Das sagt uns gar nichts. Genau, jemand wurde Zeuge. Könnte schwer verletzt worden sein. Ja, in der Tat. Gut, was haben wir noch? Tödliche Verletzung. Und beschädigte Schuppenwand. Das kann man schon mal nicht kombinieren. Wäre zu schön gewesen. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Also, Baupläne für Elfenbeinbäder. Könnten wir eigentlich trotzdem noch mal rein und könnten die fragen, ne? Okay. Okay, wir sollten sie trotzdem noch mal nach allen Themen hier fragen. Ich vergesse das immer, dass wir diese Hinweise anhaken müssen erst. Also, Fallmappe. Hinweis anheften, wir darüber reden. Können wir nicht? I have to leave you for now. Okay. Schön. Dann sollten wir vielleicht mal unten nachfragen. Dokumente, Brief mit Tintenlein, falsche Idole, Elefantenflüsterer, Gegenstände. Okay. Also ich habe jetzt tatsächlich keine Ahnung. Wir müssten jetzt eigentlich die ganze Stadt abgrasen. Do you know anything about this? No, sir. I don't know anything about that. Ja, das war mir klar. Wir können jetzt nicht blind alle Passanten nach diesem Scheiß fragen. Kommen wir hier durch? Hog Heaven. Ja, das reinste Paradies, aber wir kommen nicht rein, oder? Kommen wir hier rein? Ne. Kommen wir auch nicht rein. Also wir kriegen hier so ohne weiteres nicht wirklich mehr raus. Und oben können wir auch jetzt noch nicht wirklich so Beweise präsentieren, weil wir haben keine. Also ich meine, höchstwahrscheinlich sind die Verletzungen tödlich gewesen, die der Elefant ihm zugefügt hat, nachdem sie ihn mit den Steinen beschmissen hat. I found this. Who's this Ah, yeah, okay. young lad next to you, your faithful knight? Paul, he's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. Okay, also wir können sie A jetzt hier Swift, is this name befragen. familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't. But perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff.
And, which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Okay. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. It's chilling to think the monster is free. Okay. Also sie hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu dem Elefanten. Und ihr Vater hat nie gelebt. Okay. Jetzt gucken wir mal also. Schlüsselhinweise erhalten. Hof des Anwesens. Also können wir jetzt nochmal in den Hof rein und da nochmal stöbern. Aber warum? Das ist doch Quatsch. Wir wissen doch fast alles. Oder hat sich jetzt verfärbt, weil wir da alle Hinweise erhalten haben? Hier alle Hinweise erhalten. Und hier ist es Schlüsselhinweise erhalten. Na gut. Können wir jetzt vielleicht in das Angrenzende gehen? Hog Nee. Heaven. Nee, nicht wirklich. Okay, gehen wir mal weiter. Also, sie hat uns den Yachtclub. Polizeiwache, da ist ein Ausrufezeichen dort. Sie hat uns den Yachtclub aufgezeigt. Wo ist der? Hier. Hier wäre der Yachtclub. Ja, quatschen wir doch einfach mal mit ihr, ne? Hilft ja nichts. Wir müssen ja irgendwo ansetzen. Wir sollten vielleicht mal hier den Hinweis zu den Elfenbeinbädern einfach mal wegknallen und beschädigte Schuppenwand, Geschäftsverhältnis endete. Ja gut. Das sind halt noch Hinweise, die machen wir jetzt. Fragen wir mal, ob der Freund der Tochter ein bisschen was weiß. Nee,
St. Nikolauskirche, okay. Da müssen wir runter, genau. Kommen wir auch nicht rein, oder was? Der verkauft wahrscheinlich Tee. Dann gehen wir mal eins runter. So, da müssten wir nicht reinkommen. Okay. Jetzt schon mal vorsichtshalber kein Eingang. Hier auch nicht. Es ist aber definitiv dieses Gebäude. Hä? Bin ich jetzt plemplem? Keine Feuerung erlaubt, Rauchen in der Werkstatt verboten, alles sauber halten, nur trockene Schuhe, was war noch? Die Achten anderer sind tabu, Regelverstöße werden mit hohen Geldstrafen und einem Ausschluss aus dem Club bestraft. Okay. Dann ist das ganze Ding hier. Okay, da arbeitet jemand. Jetzt gehen wir trotzdem mal Fallmappe. Wer ist denn der andere? Oh, dann tippen wir das mal an und fragen uns hier mal durch. Could you help me? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Der hier. May I ask for your assistance? That's a question I can answer. Südlich des Yachtclubs in der Werkstatt. Okay. Und er hat das letzte Rennen verpasst. Ja, pass auf, und jetzt ist der hier. So, dann geben wir mal Karte. Südlich des Yachtclubs, ne? Das müsste ja dann hier sein. In der Werkstatt. Das ist hier. Und jetzt kommen wir auch rein. Gucken wir uns erstmal um, bevor wir in den Raum mit der Whirlpool gehen, weil Whirlpool war der Name von seinem Schiff. Das ist die Whirlpool. The Champion's Whirlpool. Pool's bread and butter. Okay, da haben wir schon mal die Whirlpool. Save Storage. A foghorn to navigate and warn others at sea. You should have a warning to cover your ears. Ja, das ist schon ziemlich laut. Das sieht doch so ein bisschen aus wie Farbe, oder? Ah. Da. Ah, das Sales zweite of Buch. Hatred. I suppose there is something for everyone, including champions.
Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Aber das sieht doch ein bisschen aus wie Farbe. Oder auch nicht. Das ist wirklich nicht viel. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Where would a champion hide a key? Okay, wir haben ja an dem Tatort haben wir so ein Sägemesser gesehen oder gefunden. Den Hinweis können wir jetzt erstmal entfernen. Das ist die Frage, wo könnte ein Schlüssel sein? Wo könnte hier ein Schlüssel sein? Okay, oft benutzen voller Nägel. Wir müssen dieses Zimmer, weil es passt eigentlich ziemlich gut zusammen, dass er sich wirklich verletzt hat, dass er im Endeffekt ja hinten bei dem Kohlegenerator oder was das war, rumgestanden hat, als der Goliath aufgerissen hat. Gucken wir uns das doch mal an, was auf der Rückseite ist. I hope Paul is more Schlüssel. skilled at yachting than he is at hiding keys. Gut. Bloodied bandages. To earn big, you have to spend big. Vielleicht finden. Was ist das? Du elendige Schiffsratte, glaubst du etwa, du könntest meine Familie ausnehmen, mein Geld stehlen, meine Tochter ausnutzen? Das hört ab sofort auf. Deine kümmerliche Karriere ist zu Ende. Eine allerletzte Warnung gestehe ich dir noch zu. Solltest du dich weigern, mir zu gehorchen, wirst du auf dem Grund des Meeres enden. Galden. Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. Okay. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Ja gut, würde ich auch machen auf mein eigenes Schiff. Additional earnings to sweeten the victory. An interesting place for a message to a champion. Verdächtige Nachricht. Okay, was haben wir hier noch? An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. Also scheint er ziemlich erfahren drin zu sein. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving.
Okay. Die Pfeile sind verdächtig. Vielleicht hat er den Elefanten unter Drogen gesetzt, damit er sein Herrchen angreift. Können wir das in die Gedankenspiele mit einbeziehen? Okay, das nicht. Das auch nicht. Okay, das sind also irgendwelche Dinge, die ich noch rausfinden muss. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? Aber hier drin haben wir jetzt eigentlich nichts mehr. Jetzt könnten wir nur noch mal das Mädel zur Rede stellen. Oder uns, ne, wir gucken uns noch mal die Whirlpool gescheit an. Können wir wohl nicht so wirklich. Watson kommt da raus. Also gehen wir da nochmal raus. Ja gut, wir haben sie gefunden. Alles klar. Frische Ware für die Teegesellschaft. Was auch immer damit gemeint ist. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir... Wir gehen mal... Also in Archäologen würde ich eher eine Ausgrabungsstätte suchen. Und die gibt es ja hier irgendwo. Wo war denn die? Bootswerkstatt ist noch weiß. Verkauf von Gartendekoration. Da können wir mal hingehen. Rathaus von Cardona. Nee, wo war denn? Sapralot noch eins. Wo war denn die Ausgrabung? Die war doch hier. Hier war eine Ausgrabung. Da können wir jetzt mal hinlaufen, Kompassmarkierung setzen und gucken mal, ob wir da einen Archäologen finden. Wobei also der, ich sage jetzt mal Schwiegersohn in Spee schon ein sehr starkes Motiv hat. Ich war richtig? Ja, bin richtig. Also der hat schon ein sehr starkes Motiv. Der Schwiegersohn in Spee. Allerdings deswegen gleich Mord zu begehen. Ja gut, er steckt doppelt in der Bredouille. Alte Ruine, genau. Oh, jetzt. Bin ich ins Wasser gefallen? Nee, das ist... Warum glänze ich jetzt so? Okay. So, jetzt würde ich mal sagen, wir haken mal den anderen Hinweis an. Und zwar... wo haben wir es denn? Hier. Dann fragen wir mal den.
Nein, den folgen wir natürlich nicht. Logisch. Irgendwie bin ich doch nicht an der Ruine. Ich glaube, ich bin trotzdem ins Wasser gefallen und wurde hier hoch teleportiert. Warum auch immer, offensichtlich kann Sherlock Holmes nicht schwimmen. Genau, hier ist die alte Ruine. Und wenn ich einen Archäologen suchen müsste, dann wäre es definitiv hier. Definitiv. Aber hier ist kein Schwein. Also ich sehe hier niemanden, der auch nur irgendetwas tut. Also nicht mal jemanden, den ich danach fragen könnte. Freunde, Römer, Landsleute. Okay, dann ist das mal vollkommener Holzweg und ich würde sagen, wir gehen dann hier rein. Sieht man aber auch keinen. Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zu der Tochter und fragen sie mal, was der Scheiß mit ihrem Freund soll. Komm mal, bloß nicht hin. Und der Witscher. Dann müssen wir halt laufen. Hilft nichts. Das ist doch das Zweirad vom Künstler. Das Zweirad vom Künstler. Was machst du hier? Stehst hier so rum. Okay. Dann gucken wir mal, vielleicht können wir ihr noch weitere Beweise präsentieren. Wenn nicht, dann müssen wir da wohl noch mal drüber nachdenken. Ha, wir können mit ihr reden. Nein. Wir machen I mal don't have weiter. any thoughts on this. Damit kann ich nichts anfangen. Okay. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. I don't have any thoughts on Okay. this. I've nothing to say about this. I've nothing to say about this. I don't have any thoughts on this. So, okay, jetzt hätten wir Are nämlich you alles aware that Paul abgeschlossen. smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. So. Also wir haben jetzt auf jeden Fall mit ihr über alles geredet. Können wir irgendwas noch? Ja gut, das Swift. Geschäftspapiere finden wir wahrscheinlich im Rathaus, ne? Okay, Drohbrief. Also, müssten wir die Schmuggelei auf jeden Fall aufdecken.
Aber ich denke, wir sind da jetzt erstmal in der Sackgasse. Und die Gedankenspiele können wir auch nicht weiter vorwärts treiben. Ja, hallo. Genau, danke. Schlussfolgerungen haben wir noch nicht wirklich. Okay. So, ich würde trotzdem sagen, wir gehen jetzt nochmal, wenn ich mich jetzt hier rangerutscht habe. Die ganzen Maps oder die ganze Map ab. Also, ich habe einen Schlüsselhinweis gefunden. Hier haben wir einen Schlüsselhinweis gefunden. Die alte Ruine ist auf jeden Fall was. Ich weiß bloß nicht was. Kompassmarkierung entfernen wir mal. Hier unten Bootswerkstatt. Es war, glaube ich, hier genauso, dass die erst Gold wurden, als wir den Schlüsselhinweis erhalten haben. Hier haben wir alle wichtigen Hinweise erhalten. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt mal da runter. Trotzdem nochmal. Es hilft nichts. Wir haben da wahrscheinlich irgendwas vergessen. Wir gehen jetzt nochmal runter. Vielleicht müssen wir ihr irgendwie... Vielleicht finden wir noch irgendwas, dass wir ihr beweisen können, dass der Typ Drogen schmuggelt. Vielleicht können wir ihr das noch irgendwie beweisen. Wir haken aber mal hier den Hinweis ab und den hier ran. Vielleicht finden wir noch jemanden, den wir dann noch befragen können oder so. Mal schauen. Ah ne, hier ist die Ausgrabungsstelle, da wollen wir nicht hin. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Hier runter, oder? Ne, da war das auch nicht. Hausfriedensbruch wollen wir nicht begehen. Hier runter war das, glaube ich. Nein. Also in der Stadt kann man sich echt ganz schön verfransen. Ha, hier war das doch. Genau. Das hier ist der Yachtclub. Und da ist da hinten das Bootshaus. Genau, hier war der Yachtclub. Hier ist das Bootshaus. Und gehen wir nochmal rein. Da haben wir alle Hinweise. Bloodied bandages. Da haben wir auch alle Hinweise. Dann schauen wir uns nochmal hier den Nebenraum an, wo wir das Buch gefunden haben. Mit dem Nebelhorn. Ah, was ist hier? Aber bevor wir das untersuchen, das war doch vorhin nicht, oder? Ist das jetzt...
Muss ich die Hinweise jetzt alle anhaken, selbst für sowas? A typical tea tin. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. I wonder what he has for biscuits. 2 Hinweise aktualisiert. Gucken wir mal in die Fallmappe. Also wir haben Yachtclub-Werkstatt. Im Lagerraum schließe ich auf Beweise dafür, dass Paul in organisierte Kriminalität verwickelt ist. Er schmuggelt psychotrope Substanzen auf der Yacht. Okay. Und verdächtige Nachricht. Ja gut, jetzt können wir es ihr unter die Nase reiben. Okay, dann gehen wir mal zu ihr zurück. Oi, Oh, hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. der haut mir schon auf die Nase, ne? Mhm. Da war was. Paul Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um so einen besseren gesellschaftlichen Stand zu haben. Sie nutzt die Privilegien der Männerwelt, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Unter dem Deckmantel ihrer Seglerkarriere betreibt sie Schmuggel für Banden auf Cordona. Ihr verletzter Arm spiegelt die Gefährlichkeit ihres Lebens als Schmugglerin wider. Sie wirkt grundsätzlich furchtlos und gerät aufgrund ihrer Verbindung zur Unterwelt immer wieder in Schwierigkeiten. Ich bin der Meinung, sie hat sich als Paul ihren Platz in der Welt verdient. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Oder professionelle Seglerin ist in Wahrheit eine Frau, die... Sie steckt all ihre Energie in ihren Sport, auch wenn sie dabei hin und wieder kleinere Unfälle auf dem Meer erleidet. Schrammen und ein verletzter Arm sind Ehrenzeichen dieser gefährlichen Sportart. Sie ist eine furchtlose Seglerin und nicht willens aufzugeben, auch wenn sie dafür einen hohen Preis zahlen muss und dies eigentlich nur Männern vorbehalten ist. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Also bei beiden sieht er keine Veranlassung. Ist jetzt die Frage... Was? Ich habe ja bei den letzten Analysen habe ich echt versagt. Und das hat mir echt zu denken gegeben. Aber ich wage jetzt zu behaupten, sie ist ja keine einfache Seglerin. Ne? Sie schmuggelt ja auf jeden Fall. Okay. Machen wir jetzt mal. Okay, ja, nehme ich an. Wir nehmen die Schmugglerin. A woman wishes to become a real criminal and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word.
I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. But I'm afraid I have to interfere. Ich war beim Training so schlecht. I'm coming for you. Don't bother moving. You've... Weil ich habe keine Lizenz zum Töten. I thought we were against... Overcome him, don't rush. I couldn't miss the party. Sorry. Just die. Oh. Snuff. You can overcome the brute. I couldn't miss the party. Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. Time to knock this guy. Okay. Don't cry, you'll live. Won't work this way. I couldn't miss the party. I'm coming. I'm coming. It's all yours now. Just die. I'm coming for you. Too simple. Okay, den haben wir auch. I thought we were against murder. Wo ist der, ne? Hallo? Snuff's ready. I'm coming. Okay, also die Schnupftabakdose füllt sich immer wieder selbst auf. Aber die dauert. No more crime for you until next month. Okay. Die haben wir. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Okay, also haben wir Paul jetzt ziemlich den Arsch gerettet. Wenn ich das richtig verstehe.
Schon. Watson, was machst du da oben? Komm runter. So, jetzt gucken wir nochmal, wo Paul ist. Sein Boot liegt noch da. Also ist er zumindest schon mal nicht weggesegelt. Im Storage Room ist er nicht. In der Whirlpool. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. This business of yours, you should be more careful. Ruining your life at such a young age is ridiculous. I am careful. Except for you, no one has noticed where I store the smuggled goods. If the police arrive, there's no link to me. It's common storage, not exclusively mine. I have to leave you for a moment. Don't sail too far away. So, jetzt gucken wir mal an, was wir hier haben. Also, okay, Yachtclub-Werkstatt, Profil Perks. Okay, hier Paula Perks. Okay, hat eine frische Verletzung und beschädigt die Schuppenwand. Also ich denke, dass das zusammengehört. Könnte auf die Kollision mit der Schuppenwand auf Theodore Goldens Anwesen herrollen. Jawohl, das denke ich nämlich auch. Und ich gehe sogar so weit, dass der Drogen mit diesen Pfeilen injiziert hat. Es haben 2 Pfeile gefehlt. Mal gucken, was er dazu sagt. Die Gute. Also. Wir gucken erstmal, was sie zu den Drogen sagt. Was war denn das? Ne gut, nee. Hat zu den Drogen hat sie sich ja schon geäußert. Also, It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers?
Now that's typical of men. Okay. Also als nächstes hätten wir trotzdem diese... You smuggle die illicit psychotropes on your verdächtige yacht. Nachricht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangier from a poor family. Mengier ist also die Währung. Interessant, okay. Werde ich mir wahrscheinlich nicht merken, aber egal. So, was haben wir noch? Machen wir einfach mal die Bücher aus Spaß. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Okay, das hat Spaß gemacht. So. Was interessiert uns noch? Warum die Gute gepackt hat, das würde mich Imogen noch doesn't strike interessieren. me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favourable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go travelling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Okay, gut, dann will ich jetzt das mit dem Pfeil Look nochmal what I wissen. found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Okay. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Ja, aber scheint ehrlich zu sein. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's bag, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Mhm. Mhm. Interessant. Angeblich nicht seins. I don't know what you're suggesting. I'm clueless. I'm clueless. Okay. A. Swift. Are you familiar with this name?
The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. I'm clueless. Okay, darüber weiß er auch nichts. I don't know what you're suggesting. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Haben wir jetzt alle Hinweise erhalten oder haben wir ihn gelangweilt? Ja, alle Hinweise erhalten. Gut. Es war gut, hier nochmal zurückzukommen. Schauen wir uns mal Gedankenspiele an. Also er hat sogar Schläge angeheuert. Gehen wir weiter. Ja, nee, das haben wir ja schon gehabt. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Gut, jetzt würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Und in der nächsten Folge gehen wir petzen. In der nächsten Folge gehen wir petzen. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und löst diesen wunderbaren Fall mit mir. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao.